Ja, hallo Servus, ich bin Austrian Buschmann, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Entschuldigung. Ja, hallo Servus, ich bin Austrian Buschmann, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das ist Mrs. Buschmann und die macht heute ihren ersten Overnighter. Also bleib dran. Jetzt ist mal was ins Auge. Wir machen jetzt keine gestellte Aufnahme. Nein, das ist überhaupt nicht gestellt. Das soll romantisch werden. Außerdem muss es so jugendfrei bleiben. Ja, Ja. aber dieses Ding, was der Schatten wirft. Ich schaue schon ein bisschen wild aus mit meinem Du Bart. hast doch schon 5 cm Haare aus der Nase. 5 cm Haare aus der Also Nase der habe ich Nacht schon. machen müssen. In der Nacht. Ja. Traust dich gar nicht zu, weil so viel Furz. Na, das bin ich. Das bin ich. Ja, Mrs. Buschmann hat gerade ihr Abendessen genossen und sie hat gesagt, wenn die Nacht so schön wird wie das jetzt gerade, der Sonnenuntergang, mag es gar nicht mehr nach Hause gehen. Ja, dann können wir das morgen noch einmal machen, habe ich gesagt. Ja, Außer er furzt so viel, dann nicht. das ist der Walter immer. Der Walter furzt immer so viel und schiebt dann mir in die Schuhe. Ja. Ja, und weil es für meine Frau der erste Overnighter ohne Zelt draußen ist, kriegt sie meinen heißgeliebten Carinthia Tropen mit Moskitonet. Und ich schlafe in den abgefuckten Mival Patrol. Den habe ich zuvor benutzt. Geht auch. Was erwartest du dir von der ersten Nacht draußen? Angst? Eigentlich habe ich mir immer gedacht, dass ich Angst haben werde, aber momentan geht es mir ziemlich gut. Ich bin ziemlich relaxed und erwarten tue ich mir gar nichts. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Und was ist, wenn der böse Bobo, der Killer Biber, kommt? Ich wollte gerade sagen, außer Bo der Killer Beaver kommt oder Harry, der Bigfoot. Dann Wer ist jetzt Harry? Der ist jetzt noch in der Sammlung. Ja, für alle, die es nicht wissen und den Kanal nicht so verfolgen, Bobo der Killer Biber ist vor einem Jahr hier aufgetaucht und hat sein Unwesen getrieben. Niemand hat ihn gesehen, nur die Geschichten gehört. Es wurde gemunkelt, er hat große Rehe gerissen, große Schäferhunde. Bobo der Killer Biber war in aller Munde. Heute noch hat die Bevölkerung Angst vor ihm. ja, aber der Bigfoot war sein Komplize. Der Bigfoot. Mrs. Buschmann testet schon mal die Chill-Off-Isolierung von den Carinthia Tropen. Sie hat nämlich befürchtet, dass sie zu kalt werden wird. Ja, Socken brauche ich schon. Ich habe Wintersocken mit. Nur so kalt. Ich muss dazu sagen, es ist gerade die Hitzewelle. Es hat untertags 30 Grad. Aber es kann in der Nacht beim Wasser und im Wald schon sehr kalt werden. Isomatte auf alle Fälle auch im Sommer. Ich habe diese Isomatte eigentlich immer nur im Truppen verwendet. Den Schlafsack habe ich schon länger nicht mehr verwendet. Ja, verpasst aber noch. Wo man hin und wo Steine gibt. So, schenkt mir meine Frau ein. Warte, das musst du so machen, weil die Influencer von heute auf YouTube, die machen das immer so. Ich bin kein Influencer. Ja.
schenkt mir immer so Steine, die ausschauen wie Herzen. Manche Steine schauen wirklich so aus. Die meisten Steine schauen aber, wenn du viel Fantasie hast, so aus. Und sie hat mir schon sehr viele geschenkt und würde ich jetzt alle mitnehmen. Wir haben so einen Glastisch. Der Glastisch wäre jetzt nur mehr ein Steintisch. Mit lauter Herzsteinen. Ist doch eine nette Geste. Ist eher eine nette Geste. Aber was sind Influencer? Die mit YouTube Geld machen, oder? Das nennt man doch Influencer, oder? Also nicht? bin ich kein Influencer. Du bist kein Influencer. Morgen, liebe Sorgen. Ja, Mrs. Bushman trinkt schon ihren Kaffee. Ich mache mir da einen Cowboy-Kaffee. War auch super Nacht heute. Die Gelsen waren ein bisschen lästig. Wie war denn deine erste Nacht? Zu meiner Nacht. Einmal hoch und einmal tief ist gegangen. Bierhängebrocken. Ja, zuerst die Gelsen, wenn sie mich nicht gestochen haben, sind sie mir am Arsch gegangen, wenn sie da herumgeflogen sind. Wie können es da am Arsch gehen, wenn du im Schlafsack drinnen geblieben bist? Dann sind mir die Spinnen da neben dem Gesicht gekreuzt. Ja, hat mich jetzt nicht sonderlich beeindruckt. Weil ich glaube, für 1,5 Stunden habe ich in der Nacht geschlafen, war super entspannend. Das, was ich geschlafen habe. Ja, dann in der Früh hätte ich super gut schlafen können. Und da hat mir dann aber die Ruby aufgeweckt. Die hat irgendwas gehört. Ja, irgendwas haben wir auch gehört in der Nacht. Ja, genau, da war ja noch was. Da war ja Da was. war ja noch was. 1,5 Stunden eben gut geschlafen, wie gesagt. Und auf einmal höre ich was. Sie hört etwas. Direkt über meinem Kopf, hinter der Plane aber. Ober den Kopf, hinter der Plane, aber Schnauze. sie möchte meine Rettungsaktion möchte sie beschreiben. Ja, ich höre eben was über meinen Kopf. Und die Ruby hat es auch gehört, die war auch gleich hellhörig. Ich tupfe ihn an. Was heißt, ich tupfe ihn an? Ich habe ihn schon erschlagen halbert. Ich habe jetzt noch blaue Flecken. Und sag noch zu ihm, du, ich höre was, da ist was. Und er so, was? Ich so, ich höre was. Wo? Sag ich, da und deut ihm. Schaut in die Luft, dreht sich um und schlaft weiter. Heute Morgen frage ich ihn, ob er es noch weiß. Sagt er zu mir, nein. Was war? So stelle ich mir einen Beschützer vor. Ich Verlass auf dich. Und jetzt trinken wir mal unseren Cowboy-Kaffee. Nach dieser Heldentat. Ja, Morgenstund hat Gold im Mund. Und Ich nicht. Ja, ich. Nein, das ist nicht sein. Das ist voll grausig. schau, wenn ich das so halte, schaut es aus, als würdest du in meiner Tasse sein. Aha. Ja. Jetzt genießen wir noch unseren Kaffee, dann packen wir zusammen und gehen nach Hause. Und waschen uns. Waschen? Ja, wir waschen. Ich schlafe ehrlich gesagt jetzt immer draußen, dass ich mich nicht so waschen muss. Geht nicht. Das geht mir nämlich vorher am Sack, das Waschen. Das nehme ich rein. Nein! Lagerplatz sieht wieder so aus wie vorher, so wie es sich gehört. Wir, Eigentlich nicht. ja. Weil das Gras liegt. Das Gras stellt sich wieder auf nach ein paar Stunden, sagt zumindest der Carlos, der muss das wissen, der drückt das auch ein bisschen mehr zusammen als wir. Ja, aber der Carlos fegt das immer am Schluss so weg. Das ist mein Laub. Wir könnten es demonstrativ auch so machen. Ich mache keine gestellten Szenen. Die sind ja nicht gestellt. Dann soll man das nicht so machen, dass man das da so wegputzt? So ein bisschen die Spuren verwischen, aber das sind keine Spuren. Gut, bitte, dann nicht. Gut. Die muss sie immer einmischen. So, was ich eigentlich sagen wollte, der Lagerplatz sieht wieder aus wie vorher. Wir zwei gehen jetzt wieder nach Hause. Riechen auch schon ein wenig. Habe mich gefreut, dass du dabei warst und ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein und lasst ein Abo da. Bussi Baba.